Die Bassdrum klingt gut, drückt aber untenrum nicht wirklich. Wie du das Problem ganz leicht beheben kannst, das zeige ich dir gleich nach dem Intro. Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Studio One und heute wollen wir uns mal der Problematik widmen, wenn man ein Schlagzeug hat und die Bassdrum untenrum keinen wirklichen Druck entwickelt. Das kann zum einen daran liegen, dass man beim Aufnehmen eines echten Schlagzeugsets die Bassdrum entweder nicht richtig eingefangen hat oder die Bassdrum war vielleicht zu klein, man hat nicht richtig mikrofoniert. Auf jeden Fall hat die Bassdrum keinen Wumms oder man hat mit einem Software-Plugin, zum Beispiel mit dem Easy Drummer oder so, eigentlich ein gutes Set gefunden, aber die Bassdrum selbst hat keinen echten Druck. Bei beidem ist es relativ einfach, das Problem zu beheben und das schauen wir uns mal am Beispiel meines Songs Lemmy an, den ich hier immer als Beispiel für Let's Play Studio One nehme. Wenn du die Serie noch nicht kennst, schau einfach mal hier oben in die Playlist rein, da siehst du noch eine ganze Menge andere Folgen und wir hören jetzt erstmal in das Lemmy Sample rein, wie es im Moment klingt. Ganz ordentliches Schlagzeug, die Bassdrum hat nicht wirklich Druck unten rum und wir hören mal kurz Solo rein in die Bassdrum. Ganz ordentlich, hat so einen vernünftigen Druckpunkt, vor allem einen guten Klick hat sie, damit man sie auch auf kleinen Speakern gut hören kann, aber eben keinen Druck für größere Anlagen unten drumherum und das kann man relativ einfach beheben. Wir haben hier die Bassdrum geroutet komplett auf einen Kickbus, ich habe sie aufgenommen eigentlich mit 3 Mikrofonen, habe davon jetzt aber für dieses Beispiel nur 2 Stück an und zwar eins mit dem Beater und eins mit dem normalen Mikrofon, was ich vorne im Loch des Schlagfelds drin stehen habe. Und da wir die Bassdrum ja jetzt so haben, wie sie ist, kreieren wir jetzt einfach mal einen Bus. Warum machen wir das? Wir brauchen, um wirklich Druck zu entwickeln für die Bassdrum, brauchen wir im Prinzip nochmal isoliert vom eigentlichen Signal die tieffrequenten Anteile. Und das kriegen wir ganz einfach, indem wir die Bassdrum erstmal auf einen separaten Bus schicken. Warte mal, ich benenne den mal eben kurz um, damit wir hier nicht durcheinander kommen. Den nennen wir Subkick. Und da schicken wir das Signal jetzt einfach mal drauf, hier ganz normal und hören mal kurz, das müsste jetzt eine ganz exakte Kopie der normalen Bassdrum sein. Ja, das ist sie auch. Und bei dem Signal, da wir ja nur die tieffrequenten Anteile des Signals brauchen, laden wir jetzt einfach einen Equalizer rein. Ganz einfach. Den Pro-Q nehme ich hier, der ist bei Artist mit eingebaut. Und bei dem Pro-Q setzen wir jetzt erstmal sicherheitshalber, weil wir gleich in den Tieffrequenzbereich reingehen, einen Sicherheits-Low-Cut. Den setzen wir bei 30 Hertz, damit untenrum nichts rausschlägt. Und setzen den ganz steilflankig auf minus 48 dB. Das heißt, der senkt pro Oktave hier um 48 dB ab. Da wird eigentlich alles abgeschnitten, was wirklich Speaker beschädigen könnte. Und auf der anderen Seite, weil wir ja nur die tieffrequenten Anteile haben wollen, gehen wir mit dem High-Cut von oben runter, stellen auch relativ steilflankig ein, auch wieder auf 48 dB pro Oktave und ziehen jetzt einfach, ihr seht schon hier, alle oberen Anteile des Signals werden abgeschnitten und ich ziehe den mal runter bis 100 Hertz. Viel mehr brauchen wir eigentlich nicht. Eigentlich könnten wir den sogar runter auf 80 Hertz ziehen. Aber lassen wir es erstmal so stehen. Und jetzt betonen wir den tieffrequenten Anteil, den wir haben wollen. Ich nenne das immer so schön die Solarplexus-Gegend. Das ist 63 Hertz, also für mich persönlich auf jeden Fall. Das ist das, wenn du vor dicken Boxen stehst und es drückt dir so richtig schön in den Solarplexus rein. Das ist um die 63 Hertz. Und die stellen wir hier einfach mal beim Low-Filter ein, 63 Hertz, und heben die mal saftig mit 14 dB rund an. Und jetzt hören wir mal, wie das Signal jetzt klingt. Von der normalen Bassdrum im Prinzip nichts mehr übrig geblieben, außer dem tieffrequenten Anteil. Um das ganze Signal ein kleines bisschen anzuheben, lade ich jetzt noch danach einen Kompressor rein. Der macht vorne noch ein kleines bisschen Attack dran. Das ist relativ zügig gemacht. Wo ist der Kompressor? Da ist der Kompressor. Und den stellen wir mal auf Auto Gain, damit er ungefähr immer die gleiche Lautstärke abliefert. Dann auf ein Kompressionsverhältnis 4:1 und gucken mal mit dem Threshold, wie wir den so einstellen, damit wir ein schönes, ordentliches Signal haben. Genau, damit es hinten raus nicht zu lange wummert, mache ich die Release Time relativ kurz, stelle die auf 20 Millisekunden. Und den Attack stellen wir auch ganz kurz, damit der zügig zupackt. Machen wir mal auf 1 Millisekunde, gucken, wie es klingt.
Ja, ich glaube, das Filter ist tatsächlich, können wir noch ein bisschen runterziehen, es ist noch zu hoch. Wir ziehen das hier mal mit dem High Cut auf 80 Hertz. Mal gucken. Da sind wir. Wenn du das jetzt nicht wirklich hören kannst, weil du zum Beispiel auf dem Handy bist, dann solltest du dir Kopfhörer reinstecken. Du brauchst zum Abhören hier schon einen ordentlichen Kopfhörer oder eine vernünftige Abhöre, um das wirklich zu hören, weil auf einem kleinen Speaker oder so wirst du von dem, was ich gerade abgespielt habe, überhaupt gar nichts hören. Aber zurück zu unserer Subkick. Wir haben die ja jetzt hier auf dem separaten Fader liegen und können die jetzt einfach je nach Gusto der normalen Kick zumischen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ich stelle mal die beiden Kanäle solo, einmal die Subkick und den hier auch, und dann regeln wir das Signal jetzt einfach mal nach Gusto dazu. Na, nehmen wir das ganze Schlagzeug einfach, dann können wir das gut hören. Ich mache mir die Instrumente alle aus, dann können wir es direkt im Mix machen, weil das sollte man ja sowieso. Man sollte ja nicht irgendwelche Signale separat und einzeln voneinander betrachten, sondern immer im Mix betrachten. Das heißt, wir nehmen jetzt mal das komplette Schlagzeug, mute mal alle Instrumente und dann hören wir mal und schieben die Subkick einfach nach Gusto dazu. Jo, da hat es aber richtig Schub unten rumgekriegt. Ich mache das nochmal aus, mute den Kanal jetzt mal und mache ihn dann wieder rein, damit man den Unterschied wirklich direkt hören kann. Ja, dramatisch würde ich sagen. Und so könnt ihr nach Geschmack das dazu regeln, könnt ein bisschen mit dem Kompressor spielen, natürlich auch mit der Frequenz, die ihr da anheben wollt, ein bisschen spielen. Und ja, das war der kleine Tipp, wie man eine Subkick selber ohne eine echte Subkick-Aufnahme nachstellen kann, einfach indem man die tieffrequenten Anteile nochmal separat rausstellt und dann nochmal nach Gusto dazu schiebt. Wenn dir der Tipp gefallen hat, dann lass mir einen Daumen nach oben da. Wenn du noch weitere Fragen oder Anregungen hast, schreib sie mir unten in die Kommentare rein. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dahin, hab die beste Woche, die du haben kannst. Mach's gut und Yassou!